Unsere Tour begann an einem Mittwoch im Juni gegen Mittag. Nach einem aktuellen Corona-Test haben wir uns auf die Autobahn in Richtung Süden begeben. Insgesamt hatten wir einen ziemlich knappen Zeitplan, weil wir spätestens Sonntagabend wieder zurück sein mussten. Nach etwa einer halben Stunde hatten wir einen unangenehmen Begleiter, Regen. Die gut 600 Kilometer von Gießen bis zum Genfer See, von wo aus unsere Grande der Alp-Route starten sollte, wurden wir ordentlich durchgespült. Angekommen an unserem, in Anführungsstrichen, Hotel, welches eine ziemliche Absteige und eigentlich viel zu klein war, zogen wir uns zügig um und bekamen gerade so noch etwas zu essen, weil schon so gut wie alles am Schließen war. Ja, und jetzt geht's endlich los mit unserer Tour. Es ist kurz vor 5. Wir haben wirklich richtig schlecht geschlafen in unserem Hotel. Ja, eigentlich, ja, keine Ahnung, 2-3 Stunden vielleicht. Und haben uns jetzt dazu entschlossen, einfach schon loszufahren. Wir haben ja hier sehr geiles Licht. Ich kann endlich mal an der Versus das Neigungslicht hier richtig cool testen. Das geht immer schön an, wenn man sich in die Kurve legt. Sehr cool, sehr hell. Hier oben guckt der Mond durch. Es ist also trocken heute. Zumindest jetzt sieht es richtig gut aus. Und wir haben einfach richtig Bock jetzt schon loszufahren und schon mal ein paar Stunden gut zu machen auf der langen Tour. Und einen Kaffee werden wir gleich dann irgendwo, wenn wir auf einem schönen Pass auf dem Berg oben sind, werden wir uns den ersten Kaffee dann gönnen. Also das ist so mega entspannend hier jetzt so früh am Morgen lang zu fahren. Die ganze Zeit an diesem Fluss entlang. Es ist irgendwie total geiles Klima, es ist total angenehm. Und ja, einfach die Bilder jetzt schon, man muss immer gucken, dass man mit den Augen auf der Straße bleibt. Es sieht so geil aus, wie die ganzen Berge hier so am Wachsen sind und so in den Wolken hängen. Also das ist schon wow, echt wow. Die Route des Grandes Alpes startet bei Tournon-les-Bains auf der französischen Seite des Genfer Sees und endet bei Morteau am Mittelmeer. Diese asphaltierte Alpenroute ist rund 685 Kilometer lang und einige haben mir erzählt, dass man ca. 18 Stunden reine Fahrzeit benötigt, für welche man 3 bis 4 Tage einplanen sollte. Wir haben allerdings nur 2 Tage Zeit für die knapp 700 Kilometer lange Strecke, welche 21 Pässe zählt. 2 davon sind über 2500 Meter hoch. In diesem Video wirst du nicht alle Pässe sehen. Zum einen, weil einige Pässe relativ unscheinbar sind und ich die Kamera nicht immer anhatte, um die Akkus für die spektakulären Momente aufzusparen. Zum anderen, weil wir natürlich ständig die Zeit im Nacken hatten und nicht so viele Stopps einlegen konnten, wie wir eigentlich wollten. Boah, schaut euch das einfach an. Das ist einfach sowas von oberaffengeil. Das ist so ein traumhafter Blick hier. Ey, das sieht so geil aus. Also ich bin jetzt schon echt überwältigt.
Der Col de Serravie ist ein Pass über die Aravis-Gebirgskette in den französischen Voralpen. Der nordwestliche Teil der Passstraße liegt im Departement Haute-Savoie und der südöstliche Teil im Departement Savoie. Über den Pass führt eine gut ausgebaute Straße, die im Winter nicht immer offen gehalten wird. Sie verbindet die beiden Städte Annecy und Chamonix. Auf der westlichen Seite, unweit der Passhöhe, ist der Wintersportort La Clusaz und auf der anderen Seite im Osten der Wintersportort La Chita. Auch die Tour de France ging wiederholt über diesen Pass. Der Col de Serravie ist mit seinen 1486 Metern der niedrigste Pass der Aravis-Gebirgskette. Beeindruckend ist der Blick auf das östlich vom Pass liegende Mont Blanc-Massiv. Vor allem durch unser frühes Aufbrechen herrscht hier eine friedlich-mystische Stimmung. Die noch vom Vortag feuchte Vegetation mit den tief schwebenden Wolken sind ein wahnsinnig beeindruckendes Schauspiel. Irgendwo in einer kleinen Ortschaft hatten wir in einer super schönen kleinen Familienbäckerei, wo Backstube und Verkaufsraum noch eins ist, einen kleinen Frühstücksstopp eingelegt.
Neben leckeren Croissants gab es winzige Cafés. In Frankreich ist irgendwie alles, was mit Essen zu tun hat, einfach winzig. Danach ging es weiter zur Teniers-Talsperre. Die Teniers-Talsperre ist eine Talsperre nahe dem Wintersportort Teniers in Frankreich im Departement Savoie. Sie staut die Isère zum Lac de Chevril auf, in dem 1952 das alte Dorf Teniers verschwand. Die Talsperre hat eine 180 Meter hohe Bogenstaumauer als Absperrbauwerk. Zur Zeit ihrer Errichtung war sie die größte Bogenstaumauer Europas. Geht's weiter? Geht weiter. Alter, hier vorne ist eine Harley, die bollert hier durch den Tunnel. Das ist unfassbar. Da bekommt man fast Angst, der Tunnel stürzt gleich ein. Und wir sind schon wieder irgendwie ein Stück weiter und das ist schon wieder so krass. Hier guckt euch das einfach an. Dieses Tal hier unten, der Fluss und diese Berge. Hier gibt es schon wieder keine Bäume mehr. Ich weiß nicht, wie hoch wir sind. Wahrscheinlich fast wieder auf 2000 Meter. Oh, das ist einfach unfassbar krass. Eigentlich könnte ich schon wieder anhalten und Fotos machen. Oh Mann. Schon immer, wenn du hier aufs Kalemoto guckst und siehst einfach sowas wie jetzt wieder und das ist die ganze Zeit. Es geht einfach nur hoch und runter die ganze Zeit. Das ist so krass cool und die Aussichten, oh. Wahnsinn. Was auch echt halt mega bockt, ist hier die Versys. Der Motor einfach, diese Laufruhe von dem Vierzylinder, das Getriebe flutscht einfach so geil. Der Quickshifter hier, man ist ja echt viel am Schalten. Aber du kannst hier auch die locker unter 2000 fallen lassen und dann einfach wieder ans Gas gehen und die geht wieder vorwärts. Herrlich. Das ist echt ein Traum.
Also ich könnte mir echt gerade irgendwie kein geeigneteres Motorrad vorstellen hier für so eine Tour mit irgendwie einem Haufen Gepäck und ja, so eine Straße auch. Also ich will hier irgendwie gar nicht mit einer Z900 langfahren, weil ich weiß nicht, so eine Versys, die lädt noch ein bisschen mehr so zum Cruisen ein. Oh, das sieht so krass aus, Alter. Ja, die lädt noch ein bisschen mehr so zum Cruisen ein und auch das Fahrwerk ist einfach so, das geht so geschmeidig einfach, wie das hier über die Straßen, die auch echt gut sind, aber man hat ja doch immer so ein bisschen Wellen und das ständige Beschleunigen und Bremsen und diese Stabilität, die hier an den Tag liegt, ist einfach krass. Das hätte ich bei der Z900 halt überhaupt gar nicht so. Also wie es aussieht jetzt im Moment, dadurch wir heute Morgen so früh losgefahren sind, sieht es ganz so aus, als wenn wir heute so ziemlich bei der Hälfte von der Grand Alp-Route ankommen. Und bis morgen vielleicht abends schon bis nach Nizza schaffen müssen. Das wäre natürlich ziemlich cool, weil wir dann nämlich noch ganze 2 Tage auch hätten wieder, um zurückzufahren. Und da können wir dann potenziell auch noch irgendwelche Pässe einbauen. Ansonsten, wenn wir doch länger brauchen sollten, dann müssen wir ein bisschen direkter, ein bisschen mehr Autobahn fahren. Was eigentlich schade ist, weil es einfach, guckt euch das an, es ist einfach viel zu schön, als hier irgendwie stumpf die Autobahn lang zu fahren. Ein Traum, ein Traum. Alter, sieht das gut aus. Und das Wetter spielt halt auch voll mit. Wir haben jetzt hier 11 Grad. Ich muss sagen, auch so das Setup jetzt hier von den Klamotten irgendwie. Ich habe einfach nur meine Lederklamotten an, habe einen ganz dünnen so eine Funktionsunterwäsche drunter und das passt halt einfach super. Wenn es ein bisschen kühler ist, so jetzt früh oder auch wenn es halt nass war, dann ziehe ich mir noch meine Hellregenklamotten drüber, dann ist der Wind komplett geblockt und dann kannst du hier an der Versys mal die Griffheizung anschalten bei Bedarf, so mal Stufe 1, 2. Und es ist hier absolutes Wohlfühlklima. Also da bin ich echt auch richtig happy jetzt mit dem Klamotten-Setup, so wie ich jetzt unterwegs bin. Das passt perfekt. Ich hatte erst überlegt, ob ich mit der Jeans fahre, weil man spart sich schon wieder irgendwie ein Gepäckstück, weil die kannst du auch dann abends nochmal anziehen. Aber habe mich doch irgendwie dazu entschieden, jetzt komplett wieder in Leder zu fahren, weil es einfach nochmal mehr Sicherheit bietet. Kann ja doch immer mal auch was passieren und so ist man noch mal ein bisschen mehr Safety unterwegs. So, wir machen wieder einen kleinen Cut hier. Nachdem wir den Tenay-Stausee hinter uns gelassen haben, wo wir durch eine lange Reihe von Galerien und Tunnels gefahren sind, geht es nun immer weiter hinauf in Richtung Col de Liseron. Der Col de Liseron ist mit einer Höhe von 2770 Metern der höchste überfahrbare Gebirgspass der Alpen. Die Passstraße verläuft von Val d'Isère im Norden nach Bourneval-sur-Rac im Süden. Insbesondere hier auf der Nordseite hat auch der gut ausgebaute vorhergehende Anstieg von Sieyès nach Val d'Isère fast durchweg Passstraßencharakter mit Steigungen zwischen 7 und 12%.
Anblick der Landschaft ist absolut atemberaubend. Diese Straße ist nur im Sommer befahrbar. Im Winter wird sie als Teil einer Skipiste des Skigebiets Es Pas-Quelet benutzt. Je weiter wir voranschreiten, umso karger wird die Vegetation und es wird wirklich spürbar kälter. Der Pass sollte sicher nur bei wirklich gutem Wetter befahren werden. Direkt westlich der Passhöhe befindet sich die Pont de l'Isère, ein relativ einfach zu ersteigender 3000er mit einer Höhe von 3041 Metern und einer eindrucksvollen Aussicht auf diese Passstraße. Wenn ihr mehr Zeit habt als wir, ist das mit Sicherheit ein Muss, dort hinaufzusteigen. So, jetzt waren wir gerade auf 2700 Meter. Hier oben sind 5 Grad. Es ist echt frisch, es weht ein richtig starker, eiskalter Wind. Aber das ist einfach nur, also man kann das nicht beschreiben. Dieses Gefühl, hier oben zu stehen und nach links und rechts runter zu gucken, in der Höhe, überall liegt Schnee. Unfassbar gut. Also das war echt einer der beeindruckendsten Pässe jetzt. Einfach diese Höhe, die Vegetation, wie das hier alles aussieht schon wieder, es ist einfach krass. Und es ist einfach krass, dass man hier mit dem Motorrad hochfahren kann. Oh Mann. So, wir sind jetzt wieder am Tal angekommen, direkt wieder 14 Grad, fast schon wieder, obwohl es eigentlich angenehm. Aber wenn man aus der Kälte kommt, kommt es einem total warm vor. Das Wetter, schaut euch an, der Himmel wird immer blauer, es ist so geil. Und da geht es weiter, wir fahren bestimmt gleich wieder auf den nächsten Berg hoch hier. Ach, ein Traum. Oh, und wie das duftet jetzt hier nach irgendwelchen Blüten. Oh. Man kommt ja aus dem Gucken gar nicht mehr raus.
So, wir sind am nächsten Pass angelangt. Wird auch Zeit. Die ganze Zeit jetzt unten in diesen Zufahrtsstraßen rumgefahren. Die waren irgendwie jetzt 23 Grad und echt warm. Und jetzt kühlt sich wieder ein bisschen ab. Jetzt sind wir schon wieder bei 18 Grad und geile Kurven und es sieht schon wieder alles so aus. Herrlich. Wenn wir oben sind, hoffe ich mal, dass da irgendwie was ist, wo man einen kleinen Kaffee trinken kann. Wir haben nämlich so langsam wieder ein bisschen Durst und auch ein bisschen Hunger. Und so langsam merkt man schon auch, dass wir jetzt schon 12 Stunden auf den Beinen sind. Es ist jetzt gleich 4 Uhr. Und ja, so durch diese komischen, langen, sonnigen Zufahrtsstraßen macht sich echt so ein bisschen die Müdigkeit breit. Wobei das gerade wieder wie weggeblasen ist. Kaffee? Kaffee. Ja, sieht doch traumhaft aus hier. Guckt euch das an. Das schmeckt bestimmt gut. Bis gleich. So, wir haben jetzt ein kleines Eis gegessen, was getrunken und ein Käffchen und eine leckere Orangina geschlürft. Es ist richtig heiß jetzt hier und gleich geht's da hinten hoch. Und das sieht schon mal richtig gut aus.
Also ich weiß echt nicht, was ich jetzt so sagen soll. Es ist einfach zu krass. Ich lasse einfach laufen und ihr schaut ein bisschen Bilder. Und hiermit sind wir auch am Ende des ersten Videos über die Route de Grands des Alpes angelangt. Für mich war diese Tour wirklich etwas absolut Besonderes und ihr dürft gespannt sein auf den nächsten Teil, denn das Abenteuer ist noch lange nicht vorüber. Knapp 400 Kilometer haben wir heute erleben dürfen. Weitere 300 Kilometer haben wir morgen vor uns, welche ihr im nächsten Teil sehen werdet. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann erzählt es bitte unbedingt weiter, teilt das Video mit euren Freunden und anderen Zweiradbegeisterten und vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen. Danke fürs Schauen. Wir sehen uns im nächsten Video.